Ja, gut sitzen und gut fahren tut sich in so einem E-Auto schon mal. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wenn ich damit in den Urlaub will, muss ich auch nachladen, denn sonst fährt hier ja gar nichts mehr. Wir sind hier gerade auf der A3 an Ladesäulen und hallo, Herr Reidegeld. Hallo, grüß Sie. Sie wissen jetzt genau, was ich tun muss, um dieses Auto aufzuladen, denn es ist ja nicht meins leider. Was muss ich machen? Genau, ist im Prinzip wie beim Verbrenner auch. Tankklappe auf, beziehungsweise hier die Ladeklappe. Ist das ein CCS-Stecker? Den stöpsel ich ein. Und dann muss ich an der Ladesäule eben nur noch die Bezahlmöglichkeit auswählen. Oft auch die Steckerart. Und dann kann ich das Laden beginnen und habe dann 20 Minuten, 30 Minuten Pause. Okay, das ist ja im Moment mehr Zeit, was man einplanen muss auf so eine Reise. Wenn Sie jetzt sagen, Zahlungsmittel auswählen, Bargeld geht nicht, aber was geht? Wie kann ich bezahlen? Genau, Bargeld geht in der Regel nicht. Ich habe ganz oft bei den Schnellladesäulen an der Autobahn habe ich die Möglichkeit, entweder über eine Roaming-Karte zu bezahlen. Das ist so das Standard eigentlich. Habe ich in der Regel auch ganz günstige Tarife. Das Zweite ist, wenn ich das jetzt nicht dabei habe oder einen Fremdanbieter, dann kann ich wie hier auch mit der Kreditkarte bezahlen. Nur da muss ich eben im Kopf haben, dass das unter Umständen teurer sein kann. Okay, das heißt im Bestfall einen Anbieter wählen und eine Roaming-Karte dabei haben. Wie weit komme ich denn, wenn das Auto jetzt voll beladen ist? Ich sag mal 2 Kids, 2 Erwachsene, Gepäck dabei. Wie lang kann ich damit fahren? Ja, das muss ich im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt eine Urlaubsreise mache. Das Auto ist voll beladen. Ich habe vielleicht sogar noch eine Dachbox, die für mehr Luftwiderstand sorgt. Dann muss ich mit deutlich geringerer Reichweite rechnen, als das im Alltag der Fall ist. Das heißt, Ladestopps entsprechend so planen, dass ich noch genügend Restakku habe, um von Ladesäule zu Ladesäule weiterzufahren. Das klingt plausibel, wäre besser. Ich komme gleich noch mal wieder rüber, denn wer hier gerade etwas verzweifelt nach einer Ladesäule gesucht hat, ist der Herr Wünsche. Hallo. Hallo. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind von A nach B und wieder zurück. Warum? Ja, die ersten 1, 2 Ladesäulen, die wollten irgendwie gar nicht, die waren aus. Dann habe ich geguckt, die andere war dann an. Da hat das auch dann aber erstmal mit der Kommunikation nicht funktioniert. Da hat er 2, 3 Mal Kommunikationsfehler, dann noch mal hin und her gewechselt. Und irgendwann hat es dann aber funktioniert. Das ist jetzt aber nicht die erste Fahrt mit diesem Auto, ne? Das ist nicht die erste Fahrt mit dem Auto, nee. Ich habe den seit ca. 2 Jahren. Und das ist schon häufiger passiert oder haben Sie einen Tipp, wenn sowas passiert? Es kommt vor, es ist relativ selten. Meistens funktioniert es direkt von Anfang an. Wenn es nicht funktioniert, einfach ruhig bleiben, noch 1, 2, 3 Mal probieren. Wenn es gar nicht geht, kann man ja auch noch mal anrufen. Aber das musste ich bisher noch nicht machen. Ich wollte gerade sagen, und offensichtlich haben Sie das E-Auto ja immer noch, also immer noch zufrieden. Ja, absolut. Super, vielen Dank schon mal und gutes Weiterladen. Danke. Dann komme ich noch mal zurück, denn Ladestationen auswählen und planen vorher, gerade wenn ich in Urlaub will, ist ja wichtig. Wie mache ich denn das am besten? Ja, ganz wichtiges Thema. Ich sollte auf jeden Fall eine Routenplanung machen, was ich mit dem Verbrenner natürlich auch machen sollte. Aber ich muss gucken, wo sind die Ladestopps, wo kann ich entsprechend Pause machen. Und gerade auch Familien mit Kindern, wenn die unterwegs sind, ist das wichtig, so alle 1,5 bis 2 Stunden mal Pause machen. Das kann ich wunderbar nutzen, um das Auto dann auch wieder aufzuladen. Das ist dann auch ein viel entspannteres Ankommen. Und was passiert, wenn jetzt mal gar nichts geht? Also wenn wirklich die Säulen nicht geht, was mache ich dann? Ja, da entweder gucken, ob ich noch genügend Restreichweite habe, um zur nächsten Ladestation zu fahren. Es gibt zum Beispiel auch abseits der Autobahn oft so Ladeparks, die sind dann auch häufig überdacht, da kann ich dann entspannt laden. Oder wenn der Akku wirklich leer ist und ich gar nicht mehr weiterkomme, gibt es auch die Möglichkeit, den ADAC zu rufen, der dann nämlich das Auto anladen kann und dann schaffe ich es immerhin bis zur nächsten Ladesäule. Okay, das heißt, auch dafür muss man nicht die Geduld verlieren, sondern kommt noch weiter. Irgendein Tipp noch fürs Ausland, wenn ich nach Kroatien fahre? Ja, also ich habe hier in Europa ein Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, oben im Norden ist die Ladeinfrastruktur sehr, sehr gut. Deutschland, Frankreich auch. Aber vor allen Dingen, wenn ich nach Südosteuropa komme oder auch in den Süden Italiens fahre, da ist sie schon deutlich schlechter. Das heißt, da muss ich gucken, wo fahre ich in Urlaub hin, entsprechend mit dem Auto. Kann ich da noch mein Fahrzeug laden? Oder brauche ich nicht einen Mietwagen, muss mir dann einen Verbrenner ausleihen? Super, also vielen Dank und wir halten fest, gut vorplanen, dann sollte einer schönen Urlaubsreise auch mit dem E-Auto nichts im Wege stehen.